Fragen wir also direkt nach bei Daniel Koop, der für uns seit heute Morgen bereits am Frankfurter Flughafen unterwegs ist. Daniel, nun heißt es also, dass man relativ schnell offenbar diesen Flugbetrieb teilweise wieder aufnehmen kann. Siehst du da wirklich jetzt schon reihenweise Maschinen oder handelt es sich wirklich um einzelne Starts und Landungen, die jetzt bereits stattfinden? Also ich habe gerade vor 2 Minuten mit der Bundespolizei hier am Frankfurter Flughafen gesprochen und der Sprecher der Bundespolizei, der hat mir in der Tat bestätigt, dass alle Starts- und Landebahnen jetzt wieder freigegeben wurden. Wenn ich mal aus dem Bild herausgehe, wir können es da auch gerade sehen, eine Maschine von TUI, die jetzt hier gleich auch auf die Startbahn dann auch rollen wird, in wenigen Augenblicken starten wird. Und wir versuchen mal ein kleines bisschen auch noch mal rüber zu schwenken, Marie, denn dort können wir den Polizeieinsatz sehen, der seit heute Morgen um 5 Uhr hier am Frankfurter Flughafen begonnen hat. Wir stehen nur wenige Meter von dem Loch am Zaun entfernt, wo das heute Morgen um 5 Uhr wirklich mit ganz einfachen Mitteln, wir haben euch das ja gezeigt, mit einem Bolzenschneider, mit ein paar Handschuhen, Käsebrot lag da auch noch, wie man es da geschafft hat, heute Morgen auf den Frankfurter Flughafen zu kommen. Ich kann momentan noch nicht bestätigen, das hat mir die Polizei auf jeden Fall bisher noch nicht sagen können, ob man wirklich alle Klimaaktivisten hier in der Lage war, vom Frankfurter Flughafen jetzt schon komplett zu entfernen. Aber ja, wir können es im Hintergrund sehen, auch ein weiteres Flugzeug, das hier jetzt gleich wieder am Starten ist. Man muss aber ganz klar sagen, Nachtflugverbot hier am Frankfurter Flughafen zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens. Jetzt haben wir es nach 8 Uhr. Gegen 7:30 Uhr war man wohl in der Lage, eine Start- und Landebahn wieder freizugeben. Aber das waren wirklich massive Auswirkungen, die es heute Morgen hier am Flughafen gab. Sehr, sehr viele Flugzeuge, die umgeleitet werden mussten. Hunderte Reisende. Eine Kollegin hat mir das gerade eben auch noch einmal beschrieben, die sich im Terminalbereich aktuell befindet, die momentan auf den Flug warten. Sehr, sehr viele Flüge, die sicherlich hier heute während des Tages gecancelt werden. Also die Auswirkungen innerhalb dieser 2,5, 3 Stunden, die sind hier am Frankfurter Flughafen wirklich immens. Daniel, aber es stellt sich natürlich wieder die Frage, gestern der Flughafen Köln-Bonn und heute also Deutschlands größter Airport Frankfurt am Main. Wie ist es tatsächlich möglich, dass man so leicht auf die deutschen Flughäfen kommt? Wieder wurde der Zaun aufgeschnitten. Man wollte ja dagegen vorgehen, wollte aus der Vergangenheit lernen, aber wieder ist es gelungen. Was ist der Grund dafür? Und ja, man muss ganz ehrlich sagen, das ist erschreckend. Denn jeder von uns weiß es, wenn er mit dem Flugzeug unterwegs ist, dass da beispielsweise an der Sicherheitskontrolle penibel darauf geachtet wird, wenn man da ein bisschen zu viel Flüssigkeiten dabei hat, wenn es nicht 100 Milliliter Zahnpasta sind, sondern 110, dann muss man das Ganze entfernen, dann darf man nicht so reisen. Aber ja, wenn ich aus dem Bild mal herausgehe, wir versuchen da vorne auch noch mal hinzuzoomen, das wird jetzt ein bisschen schwieriger erkennbar sein. Genau dort hat das heute Morgen geklappt. Mit wirklich Methoden, die einfacher nicht sein können. Sprich, man fährt mit dem Auto hier zum Frankfurter Flughafen hin. Wir haben hier auch geparkt. Man läuft auf die andere Straßenseite. Man hat einen Bolzenschneider, den man sich wahrscheinlich am Tag vorher dann noch im Baumarkt gekauft hat. Und mit den einfachsten Mitteln ist man in der Lage, auf ein solches Hochsicherheitsgelände zu kommen. Man muss natürlich fairerweise sagen, das Gelände, das ist hier immens groß am Frankfurter Flughafen. Man schafft es hier nicht, alle 10, 15 Meter einen Wachposten aufzustellen. Aber es muss doch andere Möglichkeiten geben. Es muss andere Sicherheitsvorkehrungen geben. Also ich muss ganz klar sagen, als jemand, der sehr viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, ein gutes Gefühl gibt mir persönlich das nicht. Ja, denn wenn man sich überlegt, da hätte ja auch jemand anderes diesen Weg auf die Landebahn finden können. Daniel, vielen Dank erstmal für diese Einordnung. Also zumindest in Frankfurt fängt man sich an, wieder beim Flugbetrieb auch zu sortieren. Danke dir.